Hallo und herzlich willkommen. Heute mit einem kleinen Review zu Monster Memories, dem ersten Stresstest. Wie ihr im vorigen Video schon erfahren habt, wurde ein erster Stresstest durchgeführt, um zu schauen, wie weit man ist, wie weit ist die Technik, klappt das alles, kann man so weitermachen, obwohl das Spiel noch nicht mal Pre-Alpha ist. Also wirklich alles wirklich vor seiner Zeit. Ja, und dann hat der Test stattgefunden. Und sowohl die Entwickler als auch die Spieler waren beider Seiten begeistert. Natürlich gab es auch kleinere Problemchen, aber wie gesagt, beide Seiten waren sehr zufrieden. Die Spieler, dass sie mal die erste Hand an die Maus und die Tastatur anlegen konnten, und auch die Entwickler damit, dass sie sehen konnten, wie läuft alles, passt das alles, wo müssen wir noch dran drehen, wo müssen wir noch dran schrauben. Ja, ihr seht hier schon, ich laufe hier einfach mal so ein bisschen durch die Gegend, lasse das Video mal einfach im Hintergrund laufen, habe selber auch daran teilgenommen. Ich muss dazu sagen, ich bin Consolero, also kein waschechter PC-Gamer, deswegen sieht die Steuerung bei mir auch das ein oder andere Mal hakelig aus. Also alles, was ihr im Video seht mit blauer Schrift, das sind alles Spieler, die dort rumliefen im Test, und davon waren jede Menge da. Es liefen bis zu 3 Server parallel. Und dort wurden verschiedene Tests durchgeführt, Einstellungen durchgeführt, und wie gesagt, die Entwickler waren mit der Datenausbeute sehr zufrieden. Während des Tests und natürlich auch danach gab es im Livestream sowie auch im Discord jede Menge Konversationen, die kleinen Problemchen, die auftraten, wurden sofort angegangen von den Entwicklern, und auch die Spielerschaft untereinander hat sich beim Questen geholfen. Es war also auch, was das anbelangt, von der Community her sehr angenehm und sehr großer Zusammenhalt schon von Beginn an, was durchaus wirklich positiv ist. Wie gesagt, da es sich um einen nicht mal Pre-Alpha-Bild handelt, die Grafik bitte einfach mal außen vor lassen. Ja, die wird schon am Ende des Tages, denke ich mal, recht hübsch werden. Was man aber hier auch schon sehen kann, ist halt, dass an einigen Stellen schön die Schatteneffekte zu sehen sind. Ja, wie gesagt, es ging ja nicht um die Optik in diesem Test, sondern einfach nur, wie sich das Spiel verhält, wenn die Leute online kommen, ob es funktioniert, und an allem wird natürlich noch fleißig gearbeitet. Aber das Hauptziel ist erfüllt, und es ist sehr, sehr positiv und macht Lust auf mehr. Für alle, die das Spiel interessiert, es findet wöchentlich zweimal mindestens ein Livestream der Entwickler statt. A Loving Robot auf Twitch könnt ihr dafür adden, oder ihr schaut einfach mal auf monsterandmemories.com, auf die Homepage des Spiels, und zudem gibt es natürlich auch noch einen YouTube-Kanal, Monster and Memories, und dort könnt ihr dann euch auch auf dem Laufenden halten. Wie gesagt, zweimal die Woche wird das Ganze auch auf Twitch gestreamt. Die Entwickler lassen euch teilhaben, was sie machen, woran sie arbeiten, geben Infos, und das ist eine absolut super Sache. Kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. Schaut da einfach mal rein, wenn euch diese Art von Spiel gefällt.
dann bin ich auch hiermit schon durch und lass, wie gesagt, im Hintergrund noch ein bisschen was laufen. Bis zum nächsten Mal.